Eines Tages, nach einem ihrer üblichen Spaziergänge, kehrte Pusha nach Hause zurück und Emily bemerkte, dass ihre Katze einen ungewöhnlichen, fast zufriedenen Ausdruck im Gesicht trug. Als Emily näher kam, entdeckte sie den Grund für Pushas seltsames Verhalten. In ihrem Bauch befanden sich winzige, neugeborene Kätzchen. Emily war überglücklich, dass ihre geliebte Katze Nachwuchs bekommen hatte, und sie eilte, um einen gemütlichen Platz für Pusha und ihre Babys vorzubereiten. Die Geburt der Kätzchen verlief ohne Komplikationen und Pusha kümmerte sich liebevoll um ihre Kleinen. Sie säugte sie und wärmte sie mit ihrer zärtlichen Zunge. Doch Emily bemerkte etwas Seltsames. Die Katzenmutter verschwand immer wieder während des Tages und ließ die Kätzchen für längere Zeit alleine. Sie würde nur zurückkehren, um die Kätzchen zu füttern, und dann wieder auf und davon. Emily konnte nicht verstehen, warum Pusha dies tat, und sie begann sich Sorgen zu machen. Es dauerte nicht lange, bis die Neugier die Kontrolle über sie übernahm. Sie beschloss, ihrer Katze zu folgen und herauszufinden, wohin sie jeden Tag verschwand. Eines sonnigen Morgens, als Pusha wieder ihre Babys gesäugt hatte, folgte Emily der Katze. Sie ging behutsam und leise hinter Pusha her, als diese sich auf den Weg in den Wald hinter den Häusern machte. Die Bäume schienen sich wie wachsame Zeugen zu erheben, während Pusha ihren Weg durch den Wald bahnte. Schließlich erreichten sie eine kleine Lichtung im Wald. Emily duckte sich hinter einem Baum und beobachtete, wie Pusha zu einer alten, hohlen Baumstamm ging. Was sie in diesem Moment sah, ließ sie den Atem anhalten. In der Baumhöhle befanden sich 3 winzige Eichhörnchenbabys, die hilflos und hungrig waren. Pusha begann, die Eichhörnchenbabys mit ihrer Milch zu füttern, genauso fürsorglich, wie sie es mit ihren eigenen Kätzchen tat. Die Mutterinstinkte der Katze schienen keine Grenzen zu kennen, und Emily war von der Güte und Hingabe ihrer Katze tief berührt. Tag für Tag, nachdem sie ihre Kätzchen versorgt hatte, lief sie in den Wald, um die Eichhörnchenbabys zu füttern und zu beschützen. Emily wusste, dass sie handeln musste. Sie nahm die Eichhörnchenbabys mit nach Hause und legte sie vorsichtig zu den Kätzchen in eine warme Kiste. Pusha schien erleichtert zu sein, dass sie nicht mehr in den Wald gehen musste, und sie begann, sich ebenso liebevoll um die Eichhörnchen zu kümmern wie um ihre Kätzchen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.